Hallo Freunde! Ihr wisst natürlich, dass auf der Welt viele schlimme Dinge passieren und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Es gibt viele Menschen, die Spaß daran haben, Tiere zu quälen. Sie freuen sich dann über das Leid ihrer Opfer oder fühlen sich einfach nur gut beim Gedanken daran, Gott zu spielen. Nur weil Tiere nicht unsere Sprache sprechen, heißt das lange nicht, dass sie kein Bewusstsein haben. Wer das denkt, ist blind. Die Tierschützer von Oklahoma bekamen am Neujahrstag einen ungewöhnlichen Anruf und bereiteten sich auf einen toten Körper vor. Was sie dann vorfanden, übertraf ihre schlimmsten Vorstellungen. Die Tierretter von Oklahoma waren nach Silvester noch in Partylaune, als sie am 1. Januar einen merkwürdigen Anruf bekamen. Der Typ am anderen Ende der Leitung wollte, dass sie einen Tierkadaver entfernen. Ein totes Pferd würde auf seinem Grundstück liegen. Die Tierschützer machten sich auf den Weg und dachten noch immer, es sei eine Routineaufgabe. Sie wurden bald eines Besseren belehrt. Bei dem Kerl angekommen dann der Schock. Das Pferd lag in der Wiese, voller Blut und im Stacheldraht verfangen. Aber das Krasse daran, es lebte noch. Offensichtlich hatte es sich im Stacheldraht verheddert und konnte sich nicht wieder befreien. Es muss lange darin festgesteckt haben, denn wie es schien, wurde es von wilden Tieren angegriffen, während es festhing. Es war übel zugerichtet. Überall befanden sich Wunden und Bissspuren. Es hatte keinen Namen und sie nannten es Rudy. In der Tierklinik angekommen, kümmerten sich die besten Ärzte um das verletzte Tier. Auch sie konnten über den Zustand nur den Kopf schütteln. Es hatte viele Verletzungen im Gesicht. Beide Ohren waren abgerissen, ein großer Teil des Gesichts fehlte komplett. Sogar seine Augenlider waren abgerissen, sodass das Pferd die Augen nicht mehr schließen konnte. Einfach traurig. Auch die Beine waren voller Schnittwunden. Die Ärzte fanden das alles total schlimm. Rudy war zwar von wilden Tieren und vom Stacheldraht so schlimm zugerichtet, doch war an dieser Tragödie eigentlich der Besitzer schuld. Er hätte sich um das Tier kümmern müssen. Er hätte es schützen müssen. Und es war ihm völlig egal, was mit Rudy passierte. Er rief die Tierschützer für die Entsorgung des Kadavers, obwohl das Pferd noch lebte. Solche grob fahrlässigen Handlungen müssen bestraft werden. Also wurde der Typ von der Tierklinik angezeigt. Und das völlig zu Recht. Rudys Ärzte bestätigten nach wenigen Tagen, dass die Wundheilung sehr gut verlief. Er versuchte zu gehen und zu fressen. Sein Kopf juckte sehr stark, doch wenn die Wunden heilen, ist das normal. Es sieht nicht so aus, als ob er Schmerzen hätte. Obwohl er keine Ohren mehr hat, kann er hören, wenn jemand den Stall betritt. Und er freut sich jedes Mal, wenn er Besuch bekommt. Die Geschichte von Rudy ist echt traurig, aber zum Glück geht es ihm wieder viel besser. Sein Besitzer wurde bestraft, doch ist es ziemlich sicher, dass er nichts daraus gelernt hat. Bezüglich Intelligenz liegt er halt weit hinter den Tieren. Welche Strafe hätte er eurer Meinung nach verdient? Schreibt's mal in die Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch weitere Videos von mir anschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Vergesst nicht zu abonnieren und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, einfach die Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!